Eine ganz spannende Frage ist offen geblieben. Wie gut kann das neue Lidl Multi-Schweißgerät Dünnblech schweißen? Dünnblech ist für viele interessant, gerade viele Leute, die am Kfz schweißen, die an ihren Autos rumschweißen, reparieren. Die fragen sich natürlich mit so einem einfachen Gerät, das ich nur bis 50 Ampere runterregulieren kann ich da auch vernünftig 0,5, 0,6 Millimeter Blech schweißen? Ich habe mit diesem neuen Lidl Multischweißgerät eine Menge geschweißt, wie man hier sieht. Also ich habe noch viel mehr geschweißt. Das sind eigentlich die guten Sachen, wo man sagen könnte, jawohl, da habe ich eine vernünftige Einstellung gefunden. Und mir sind dabei interessante Sachen aufgefallen. Es gibt Bereiche, in denen versagt das Gerät absolut. Da muss man sagen, das funktioniert mit dem Gerät überhaupt nicht. Und es gibt Bereiche, die funktionieren so unwahrscheinlich gut. Ich habe hier 0,6 mm Blech und das Blech wollen wir schweißen, das Blech wollen wir punktschweißen mit den verschiedenen Verfahren und den verschiedenen Zusätzen und einfach gucken, was ist mit diesem Gerät, mit welchen Einstellungen und welchen Faktoren möglich und wo versagt das Gerät eklatant. Wenn mich normal jemand fragt, wie schweiße ich 0,6 mm Blech mit einem MAC-Schweißgerät, dann sage ich ihm klar, nimm einen 0,6 mm Schweißdraht. Am besten SG2, am besten sogar SG2 Ti. Ich schneide mir ja einfach ein paar Probebleche ab und dann versuchen wir das Ganze mal zusammen. Erstmal sind natürlich die Einstellungen immer interessant bei so einem Gerät und ich habe wirklich alles ausprobiert. Ich habe stundenlang, ich habe gedacht, ich habe was falsch gerüstet und dergleichen. Mit 50 Ampere, was das niedrigste ist, schaffst du es nicht, diesen 0,6 mm Schweißzusatz aufzuschmelzen. Spannung bin ich hinterher bei 15 Volt gelandet und damit fangen wir einfach mal an. Wir können die Ampere gleich noch mal ein bisschen hochregulieren. 60 müsste eigentlich viel zu viel sein. Man sieht, man schafft es überhaupt nicht, den Werkstoff vernünftig und den Zusatz vernünftig aufzuschmelzen. Ganz große Problem bei dem Gerät ist es wirklich, der Drahtvorschub ist für 0,8 mm optimiert. Und da werden wir nachher auch sehen, damit funktioniert es gar nicht mal so schlecht. Und bei 0,6 mm, da kommt viel zu wenig Zusatz und da habe ich wirklich ein Problem bei dem Gerät. Das heißt, zu wenig Zusatz. Ich kann mehr Ampere nehmen, dann kommt ein bisschen mehr Zusatz. Irgendwann dreht sich das Spiel, ich kriege nur Löcher rein. Hier in dem Fall von wegen kommt so wenig Zusatz. Das Ganze steht ja in der Synergie miteinander. Das ist ja wie so ein Dreieck beim MAC-Schweißen. Spannung, Ampere, Drahtvorschub. Und wenn da kein Drahtvorschub, kein Draht kommt, dann kann auch die Leistung nicht stimmen. Ich kann hier sogar auf 70 Ampere hochgehen und damit jetzt schweißen. Es reicht immer noch nicht, um vernünftig das Material aufzuschmelzen. Ich werde aber auch gleich nochmal deutlich mehr nehmen, dass ihr das auch seht. Das ist jetzt einfach mal der Versuch einer Kehlnaht. Man sieht schon der Lichtbogen und das reißt immer wieder ab. Und ich bin hier schon sehr dicht dran. Ich habe eine sehr gute Sicht, dass man versucht, irgendwie immer in diesem Schmelzbad zu bleiben. Es funktioniert einfach nicht. Man kann es abhaken. Für manche mögen auch solche schlechten Ergebnisse in irgendeiner Form ausreichen. Ich kann es aber überhaupt nicht empfehlen. Man sieht das Ergebnis jetzt hier von wegen, das ist wirklich unterirdisch. Und das macht auch überhaupt keinen Spaß, da in irgendeiner Form mit zu schweißen. Wir machen einfach mal den komischen Versuch, nehmen ein bisschen mehr Spannung und nehmen einfach mal 100 Ampere. Und da merkt man dieses merkwürdige Verhalten des Gerätes. Man könnte auch in diesen automatischen Bereich gehen. Ist auch nicht anders. Also wie gesagt, gibt es ja diese automatischen Parameter. Ich bin jetzt immer auf die manuellen Einstellungen gegangen. Das funktioniert bei mir deutlich besser. Ich habe mir eine Tabelle entwickelt wieder, wo ich dann alle meine Einstellungen habe. Und mache das in diesem automatischen Bereich. Das heißt, MAC eingestellt und dann schweißen wir los. Und man sieht auch hier, funktioniert überhaupt nicht. Ich brenne jetzt mit 110 Ampere natürlich irgendwann Löcher rein, aber der Zusatz schmilzt immer noch nicht vernünftig auf. Das Schmelzbad ist immer noch nicht vernünftig. Das heißt, 0,6 mm Blech mit 0,6 mm Draht zu schweißen mit dem Gerät kann man wirklich abhaken. Funktioniert einfach nicht. Würde ich komplett sein lassen. Das ist auch Sinn dieser Übung, dass ich euch zeige, was wirklich nicht funktioniert, weil sonst glauben einem das viele immer nicht. Zweiter Versuch ist jetzt 0,8 mm Schweißdraht. Es gibt viele im Kfz-Bereich, die verwenden den auch, aber meistens ist wirklich 0,6 mm Draht üblicher. Ich stelle mein Gerät ein, ich gehe hier mit 50 Ampere wirklich in die niedrigste Einstellung, dann habe ich hier wieder 0,6 mm Blech
und das heftig damit. Und man hört schon vom Prozess her, das hört sich wirklich gut an. Das surrt richtig schön und man sieht auch die Ergebnisse. Das sind zwei schöne Punktschweißungen. Damit kann man wirklich leben. Ein Punkt ein bisschen kleiner ausgeführt, der andere ein bisschen größer. Und dementsprechend schweißen wir hier auch gleich eine Kehlnaht. Wieder 0,6 mm Blech. Und da hört man auch von wegen, das hört sich richtig gut an. Und das läuft auch richtig vernünftig. Und wenn man das dann sieht und hört, dann weiß man natürlich auch gleich am Ende des Tages, man hat da ein vernünftiges Ergebnis. Ich kann hier sogar mit der Spannung noch ein bisschen weiter runtergehen. Ich habe das Ganze aber von den Einstellungen immer so optimiert, dass der Schweißprozess vernünftig läuft. Auf der anderen Seite, dass ich auch wirklich wenig Spritze habe. Guckt man sich das Ergebnis an, dann weiß man, das stimmt. Also sieht man, mit 0,8 mm Draht funktioniert das Ganze richtig gut. Interessant ist beim Schweißen natürlich nicht immer nur die Optik von vorne, sondern auch wie die Rückseite aussieht. Und man sieht, man hat den Werkstoff natürlich ein bisschen aufgeschmolzen bei dem dünnen Material, aber ich bin auf jeden Fall nicht richtig durchgefallen. Durchfallen ist natürlich auch immer so ein Thema. Das Ganze hat eben auf einer Stahlplatte aufgesessen, auf meinem Schweißtisch. Darum habe ich es jetzt extra nochmal in einen Maschinenschraubstock, sodass es nach außen hohl liegt. Bei einem Schweißtisch, der aus Stahl ist, ist natürlich eine gewisse Wärmeableitung da, aber die ist wirklich sehr gering. Darum, ich habe es jetzt trotzdem des lieben Friedenswillens, habe ich es nochmal ausprobiert, für alle, die sagen, von wegen, da leitest du so viel Wärme ab, darum funktioniert das. Man sieht, das Ergebnis sieht ähnlich aus. Sieht ähnlich aus und wenn wir jetzt nach unten gucken, haben wir auch so leichte Stellen, wo es aufgeschmolzen ist. Wir haben aber keine Stellen, wo wir richtig durchgefallen sind, genauso wie auf der Rückseite. Ich denke mal, für so ein einfaches Schweißgerät ist das wirklich sehr okay. Ich kenne viele Leute, die haben Geräte für mehrere tausend Euro, die kriegen das nicht mal ansatzweise so hin. Im Kfz-Bereich wird natürlich meistens nicht komplett geschweißt, da wird viel Punkt geschweißt, das wollen wir natürlich auch ausprobieren. Ich habe mir für das Punktschweißen auch extra Einstellungen erarbeitet. Ich habe hier so eine schöne Kombizange, damit kann ich das erst absetzen, dann kann ich das Ganze lochen und dann können wir diese Punkte richtig schön schweißen. Auch hier hört man gleich beim Schweißen schon, dass sich der Prozess vernünftig anhört. Wenn man jetzt noch eine gute Sicht auf den Prozess hat beim Schweißen, dann kriegt man da wirklich auch wunderschöne Punkte hin. Das ist auch immer, die Sicht ist auch immer ein ganz wichtiger Faktor, gerade bei diesem Dünnblech. Gucken wir uns die Punkte an. Ich denke mal, ein Punkt schöner als der andere. Wir werden uns die gleich natürlich auch nochmal von der Rückseite angucken. Vorher wollen wir dann aber nochmal die andere Seite auch punktschweißen. Und da machen wir es so, dass wir es einfach an die Seitenwange des Schweißtisches spannen. Das geht sehr gut. Das heißt, wir haben auch nach hinten wieder nichts. So wäre das auch dann ein bisschen realistischer. Und hier kann ich auch wieder meine Punktschweißung durchführen. Ich bin kein Fan davon, dass man da wirklich irgendwo nur einen Punkt macht und irgendeine Stelle mit anbindet. Ich bin jemand, der den Punkt immer komplett ausschweißt, auch wenn das nicht so hundertprozentig üblich ist, aber da hat man eine vernünftige Anbindung und eine vernünftige Festigkeit. Das Ganze bürsten wir ein bisschen und gucken uns das Ganze im Detail an. Wichtig, von vorne sieht es gut aus. Rückseite ist natürlich auch immer interessant und wir sind hier nirgendwo ansatzweise durchgefallen. Da ist wirklich nichts. Es ist eine vernünftige Anbindung, das ist eine vernünftige Arbeit. Wie gesagt, auch dafür habe ich nochmal extra spezielle Einstellungen erarbeitet und ich denke mal, damit kann man wirklich leben. Man muss immer in Betracht halten, wir sind hier bei einem 199 € Schweißgerät von einem Discounter und keinem 5000 € Schweißgerät. Da sehe ich oft deutlich schlechtere Ergebnisse. Die Frage ist natürlich auch immer, wie funktioniert es ohne Schutzgas? Darum gucken wir wegen dem Fülldraht. Vergesst 0,6 mm Fülldraht bei dem Gerät, nehmt 0,8 und 0,9. Der funktioniert wirklich gut. Problem sind jetzt aber wieder die Einstellungen. Ich kann nicht unter diese 50 Ampere gehen. Ich würde normal mit einem 0,8 Fülldraht so dünnes Blech mit 30 Ampere schweißen. Hier bin ich bei 50 Ampere. Ich kann ein bisschen mit der Spannung spielen. Das war's aber. Es schweißt im Prinzip, aber man ist natürlich tierisch schnell so, dass man da irgendwo ein Loch drin hat. Es funktioniert hier beim Heften schon sehr minimal eigentlich nur, aber
ich will es natürlich der Vollständigkeit halber zeigen. Wenn ich jetzt hier schweiße, muss ich in kleinen Impulsen schweißen. Das heißt, ich mache eine Stückschweißung, ich muss kurz den Brenner ausmachen und dann kann ich wieder dementsprechend weiter schweißen. So kann ich auch eine Naht erzeugen, aber so richtig ideal ist das Ganze natürlich nicht. Und das sieht man hinterher auch an dem Ergebnis. Darum. Mit dem 0,6er habe ich auch ausprobiert, mit dem 0,6er Fülldraht, das funktioniert wirklich deutlich schlechter. Es ist wie bei dem 0,6er Stahldraht, da stimmt einfach der Drahtvorschub in dem Bereich nicht. Ich kann das Ganze sauber bürsten, man sieht, man hat im Prinzip eine Schweißnaht. Ich habe sogar ein kleines Loch reingebrannt. Ich könnte jetzt 10 Versuche machen, ich würde sicherlich bei den 10 eins hinkriegen, das deutlich besser aussieht. Aber das kann auch irgendwo nicht Sinn und Zweck von so einem Video sein, wo man eigentlich zeigen möchte, was funktioniert und was nicht funktioniert. Darum nehmt das Ergebnis hin. Das ist von jemandem, der regelmäßig schweißt, der es nicht besser hinkriegt. Darum gerade Anfänger werden es noch deutlich schlechter hinkriegen. Was aber funktioniert, muss man sagen, mit einem Fülldraht ohne Gas, ist mit dem Gerät Punktschweißungen auszuführen. Das geht wirklich sehr gut. Und ich kann hier wirklich Punktschweißungen durchführen. Wenn ich die sauber bürste, dann sieht man, man hat Ergebnisse. Die kann man wirklich vorzeigen. Und ich denke mal, damit kann man in vielen Bereichen im Kfz-Bereich wirklich leben. Ich habe euch jetzt das wirklich im Detail gezeigt, damit ihr wirklich seht, was funktioniert und was nicht funktioniert. Fülldrahtschweißen kann man sagen, geht gerade so eben noch, gerade zum Punktschweißen. 0,6 mm Blech mit 0,6 mm Draht geht gar nicht. Aber der 0,8er, gerade wenn man sieht, was so ein Gerät kostet, ist das eigentlich ein Träumchen. Funktioniert wirklich super, da bin ich sehr zufrieden mit. Es ist nach wie vor 0,6 mm Blech. Gerade diese Punktschweißung hier, ein Punkt schöner als der andere. So. Eure Frage, wie gut schweißt das Gerät Dünnblech? Mein Versuch und dementsprechend meine Antwort. Man sieht, in manchen Bereichen versagt das Gerät, in vielen Bereichen klappt es aber auch wirklich sehr gut. Ich habe noch weitere tolle Ergebnisse mit dem Gerät erzielt. Ich habe wirklich tagelang nur damit geschweißt. Man sieht hier auch die ganzen Versuche. Das ist allein nur vom SG2 0,8 mm Stahldraht. Das Ganze wird in einer schönen Werkstattkarte rauskommen. Wenn die schon rausgekommen ist, verlinke ich die hier unter. Da hat man dann wirklich alle Einstellungen drauf und das ist so viel geworden. Es ist wirklich Wahnsinn. Es ist in vielen Bereichen vieles möglich mit dem Gerät. In anderen Bereichen, wie gesagt, funktioniert es nicht ganz so gut, aber das habt ihr mehr oder weniger eigentlich bei jedem Schweißgerät. Jedes Gerät hat irgendwo seine Stärken, jedes Gerät hat irgendwo auch wieder seine Schwächen. Dafür ist das Gerät unschlagbar günstig. Bis dann und viel Spaß beim Schweißen, euer Manni.